Batteriebetriebene Zugmaschinen etablieren sich mehr und mehr, aber Batterien sind nun mal bekanntlich schwer. Und somit könnte es passieren, dass die Triebachse deiner Zugmaschine schneller ans Limit kommt, sprich die 11,5 Tonnen überschreitet. Okay, das könnte der Gesetzgeber ratzfatz lösen, indem er zum Beispiel 12 Tonnen zugesteht. Technisch möglich sind 13, aber wie gesagt, könnte. Bei diesem MAN-ETGS beispielsweise hält sich die Erhöhung der Achslast gegenüber dem Dieselfahrzeug mit rund 1 Tonne zwar in Grenzen, aber es ist eine Mehrbelastung. Und eine Erhöhung des Achslastlimits führt Berlin zum nächsten Problem. Die Straße bildet früher Spurrillen und muss eher saniert werden. Und da gilt es aber eben seitens der Politik, Prioritäten zu setzen. Und die liegen aus meiner Sicht klar bei der Entkarbonisierung auch, respektive insbesondere beim Güterkraftverkehr. Nun gibt es einen Hersteller, der mit folgender Lösung um die Ecke kommt. Nämlich einem Auflieger mit speziell angepasstem Radstand. Sprich, verkürztem Radstand, einem damit einhergehenden verlängerten hinteren Überhang, der natürlich die Triebachse entlastet. Aber losgelöst davon, dass ein solches Fahrzeugkonzept sehr unruhig hinterherläuft, sollen wir denn nun für jede Beladungssituation ein Fahrzeug mit einem speziell angepassten Radstand bauen? Wir bei Krone sind da eher für die Wiederentdeckung des Lastverteilungsplanes und kluge Ladungssicherung. Der Status quo hier: die Triebachse ist mit mehr als 12 Tonnen überladen. Jedes Wiegepanel hat eine Kapazität von 6000 Kilogramm. Der Rechner sagt mir außerhalb der Wiegekapazität, also derzeit ist die Belastung bei mehr als 12 Tonnen auf der Achse. Und wie lösen wir das Problem? Ein Teil der schweren Kisten muss nach hinten. Den entstandenen Freiraum füllst du für Formschluss idealerweise mit leichteren Paletten oder mit Leergut. Oder du generierst den Formschluss über Diagonalverzurrung oder arbeitest mit einer Rundschlinge. Wichtig bei der Rundschlinge ist, dass sie eine Angabe zur LC hat. Okay, jede Menge Aufwand, aber ich meine, es ist der Mühe wert, denn die Alternative wären Bußgelder und Punkte.